Schönen guten Morgen an diesem Donnerstag. Der gestrige Handel in den USA. Tja, also man könnte jetzt sagen, es ist wenig passiert. Nasdaq ein bisschen im Plus, Dow Jones ein bisschen im Minus. Ist allerdings natürlich ein wenig anders gewesen, denn die Indizes waren zwischenzeitlich doch mal deutlicher unter Druck geraten. Dass es dann so glimpflich ausgegangen ist, letztendlich lag daran, dass Donald Trump aus dem Weißen Haus heraus hat verlauten lassen, dass es unter Umständen Ausnahmen bei den Strafzöllen für bestimmte Länder geben könnte, Kanada etwa oder auch Mexiko, und das hat die Kurse dann wieder ein bisschen angefeuert und die Anleger ein bisschen versöhnt, und der Rest der Welt könnte jetzt den Zorn des Khan, hätte ich fast gesagt, nein, den Zorn des Trump hinsichtlich unfairer Wettbewerbsbedingungen schon ab heute zu spüren bekommen, denn theoretisch könnten ja ab heute dann irgendwann die Strafzölle eingeführt werden. Natürlich hat China bereits verlauten lassen, dass man in diesem Fall reagieren würde, genauso wie die EU. Wird also insgesamt eine spannende Geschichte werden. Asien durch die Bank weg freundlich, wobei Hongkong mit 1,7% und 500 Punkten im Plus hier heraussticht. China 0,5%, 18 Punkte, und der Nikkei 115 Punkte. Das sind, irgendwo 0, ich weiß es nicht, weil es weg ist, 0,5%. Sehen Sie so, jetzt haben wir es doch. Und damit kommen wir zum ersten Chart. Das ist der Dow Jones. Wir haben ihn diesmal kurzfristig gar nicht mitgebracht, weil so viel nicht passiert ist. Anstieg, Korrektur, und jetzt müssen wir mal schauen, was die Anleger noch draus machen. So richtig nach, die Sache ist abgearbeitet, sieht es jetzt ganz einfach nicht aus. Ich habe ja schon gesagt, wichtig ist, dass wir dieses Verlaufshoch jetzt irgendwann dann mal rausnehmen, damit wir nicht nur einfach eine technische Gegenbewegung, sondern eine richtige Aufwärtsbewegung hier draus bauen können. Denn dieser Abstieg um 3000 Punkte, dann der Anstieg um etwa 2000 Punkte, das hat schon alles was von Lehrbuchartigkeit, und wie gesagt, reicht mir noch nicht, sollte Ihnen auch noch nicht reichen. Bedeutet auf jeden Fall, dass es nochmal wackeln könnte. Gold vor diesem Hintergrund durchaus fest. Wir haben momentan auch hier so eine, könnte man tatsächlich so einzeichnen. Passt sogar ganz gut. Nach dem Anstieg so eine Konsolidierungsformation. Gestern im Hoch, ich glaube, sie waren die Unze war bei 13,34 in etwa. Dann ging es erstmal wieder zurück bei 13,28 gesettelt. Ist natürlich momentan ein schwieriges Umfeld. Auf der einen Seite die Sorgen wegen den steigenden Zinsen. Gold zahlt keine Zinsen, könnte deshalb unter Druck geraten. Allerdings die Angst vor einem Handelskrieg und der damit zwangsläufig einhergehenden Inflation, die treibt den Goldpreis so ein bisschen an. Also sehr interessante Gemengelage da momentan. Sehr spannende Entwicklung auch bei Gold 13,64. Ich habe schon häufiger gesagt, das ist die Marke, die es zu überspringen gilt, und dann dürfen die Bullen mal die Korken knallen lassen. Tja, was gestern beim Bitcoin passiert ist, darüber darf man noch rätseln. Sie sehen es hier, wir sind in der Seitwärtsbewegung gewesen, bis etwa 17:30 Uhr, und dann hat es innerhalb ganz kurzer Zeit richtig eingeschlagen. Um rund $1000 ging es hier weiter, und wer dachte, ui, das ist vielleicht eine Fehlstellung, der sah sich dann eines Besseren belehrt, denn die anschließende Bewegung ging auf dem unteren Ende dieser doch sehr kräftigen Rückwärtsbewegung erstmal weiter. Also es gab sicherlich wieder gestern einige Kritiker, und darunter Rubini, der gesagt hat, das ist alles nur eine Blase, das ist einfach nur Hype und da steckt wenig dahinter. Aber das haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten häufiger gehabt von ähnlich schwergewichtigen Protagonisten, und selbst dann hat sich immer die Reaktion trotzdem in Grenzen gehalten, oder es ging sogar nach oben. Also von daher muss man weiter schauen, wird sicherlich im Laufe des Tages nachgeliefert, was da passiert ist. Vielleicht auch einfach nur eine sehr große Order, die da in den Markt gekommen ist. Und Sie sehen es langfristig immer noch vertretbar. Wir sind natürlich wieder unter der $10.000 Marke, aber da verläuft die Unterstützung, die es zu halten und zu verteidigen gilt. Kommen wir zum DAX, heute natürlich EZB-Entscheidung. Die Vorgaben, wie gesagt, aus Asien sehr gut. Aus Amerika dürfte man am Ende diesen Aufgalopp trotzdem noch mitnehmen und vielleicht diese Beruhigung in diesem Handelsstreit-Gemenge, sodass wir eigentlich doch relativ robust aufmachen sollten. Der Euro natürlich heute, Verhältnis zum Dollar,
sicherlich im Fokus, wenn die EZB ihre Entscheidung bekannt gibt. Aber was soll sie denn um Gottes Willen machen? Was soll denn Draghi machen? Soll er sagen, ja, wir heben die Zinsen auch an, wie er es ja zumindest für Deutschland hätte schon längst tun müssen, aber wir sind nun mal in einem Gemeinschaftsverbund und ja, mitgehangen, mitgefangen. Nichtsdestotrotz der Euro wieder auf dem Weg nach oben, das heißt der Dollar wieder auf dem Weg nach unten und das sind erstmal keine guten Nachrichten für unsere Exportwerte. Gibt ja momentan wenig gute Nachrichten für Exporttitel. Ganz anders bei Evotec. Die haben nämlich eine Kooperation mit Sanofi bekannt gegeben. Und da geht es darum, eine Plattform, also eine Forschungs- und Entwicklungsplattform zu erschaffen. Das Schöne ist, dass man von Sanofi direkt 100 Mitarbeiter mitgeliefert bekommt. Das heißt, man muss sich nicht hier detailliert um das Know-how noch sorgen und Mitarbeiter suchen. Die sind ja momentan ohnehin schwer zu finden, sondern die werden direkt mitgeliefert. Außerdem gibt es noch schön 60 Millionen Euro obendrauf und das Ganze treibt die Evotec-Aktie jetzt vorbörslich schon um 7% nach oben. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der meinte, naja, es gibt sehr viele Bären in diesem Titel und wäre langsam vielleicht mal Zeit für einen Short Squeeze, dass es da doch ordentlich rumpelt, dann könnte die Aktie ordentlich nach oben laufen. Hugo Boss vorbörslich nicht ganz so fest. Sie sehen es nach den Zahlen, die für 2017 durchaus ordentlich waren. 2018 soll das Umsatzwachstum beschleunigt werden, aber der operative Gewinn, der könnte zunächst einmal zurücksetzen und das ist das, was die Anleger momentan sehen und deshalb geht es mit der Aktie erst einmal nach unten. So, und jetzt schauen wir zu meiner Kollegin Viola Grebe nach Frankfurt, die ich jetzt habe lang genug warten lassen. Wie sieht es denn heute Morgen aus? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht danach aus, als würden wir zum Start so ein bisschen auf der Stelle treten. Kleines Plus könnte drin sein. Wir haben ja gestern schon gemerkt, die Märkte haben sich so ein bisschen beruhigt. Das Thema Strafzölle, das Thema Handelskonflikt mit den USA. Ich möchte jetzt nicht sagen, man hat sich daran gewöhnt, aber man wartet jetzt eher so auf die Details, vor allem auch auf mögliche Ausnahmeregelungen. Da soll es ja dann heute auch genaueres noch geben. Also dementsprechend ist das Thema zwar weiterhin da, aber eben nicht mehr so dieses ganz große Aufregerthema. Also kleines Plus könnte drin sein, bisschen Entspannung gestern von der Wall Street beim Dow, nur noch ein Minus am Ende des Tages von 0,3%. Fokus lag da vor allem auf den ADP-Arbeitsmarktdaten, die kamen ganz gut an, werden ja immer so ein bisschen als Indikator auch schon für den großen Arbeitsmarktbericht am Freitag gesehen. Und die asiatischen Börsen, die haben sich ebenfalls freundlich gezeigt. Also gucken wir mal, was der DAX daraus macht. Und du hast ja schon gesagt, EZB, Zinsentscheid heute und Pressekonferenz. Vielleicht ist im Wording einfach auch noch was zu den weiteren EZB-Anleihekäufen, Wertpapierkäufen dabei. Also das könnte noch mal vielleicht so ein bisschen was zum Hinhören werden. Aber ansonsten, du hast gesagt, große Überraschungen erwarten wir da eigentlich nicht. Und Zahlen gab es heute noch von Linde, Conti und Merck. Und damit vielen Dank nach Frankfurt für diesen kurzen Überblick. Wir sehen uns wieder 14:40 Uhr dann mit der Indikation für die Wall Street. Mal schauen, was die Anleger heute draus machen. Bis dahin gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.